Was ist, wenn du ganz am Anfang stehst, wenn du kein Vermögen hast, keinen besonders guten Job, aber du möchtest gerne im Ausland leben, du möchtest gerne ortsunabhängig sein? In diesem Video werde ich dir einen Lösungsweg erklären, wie du das schaffen kannst. Ich muss mir relativ häufig den Vorwurf anhören, dass die Beiträge, die wir auf diesem Kanal hier bringen, nur für Reiche sind. Nur Reiche können auswandern, nur Reiche können ortsunabhängig leben. Nur Reiche können von den Informationen profitieren, die wir hier jeden Tag kostenlos zur Verfügung stellen. Also ich sehe das nicht so, muss ich sagen. Wir haben jetzt sehr viele Mandanten, die jetzt nicht unbedingt super reich sind, die hier am Anfang ihres Weges stehen, die dabei sind, ein neues Unternehmen aufzubauen, die das alles schon richtig machen wollen, die sich hier gleich von Anfang an orientieren wollen, wie sie zum Beispiel Dinge wie die Wegzugsteuer vermeiden können, wie sie im Ausland vielleicht ein Unternehmen gründen können, wenn sie selbst auswandern, etc. pp. Also garantiert ist das nicht nur ein Kanal hier für die Reichen. Aber natürlich muss man schon sagen, dass der Umzug ins Ausland für viele nicht möglich ist. Denn wenn man nicht ortsunabhängig arbeiten kann, dann ist das natürlich auch mit dem Auswandern möglicherweise schwierig. Ich habe ja schon an anderer Stelle gesagt, dass ich auf keinen Fall dir raten würde, auszuwandern, wenn du dann in deinem Auswanderungsland einen Job annehmen musst. Außer dir ist eine Stelle als Arzt angeboten worden oder vielleicht als Programmierer, also ein sehr gut bezahlter Job. Auf keinen Fall würde ich dir raten, einfach hier Hals über Kopf ins Ausland zu gehen, es drauf ankommen zu lassen und dann vielleicht zu versuchen zu kellnern oder irgend sowas zu machen. Also insofern scheint es zumindest so zu sein, dass für jene, die diese Grundvoraussetzung nicht haben, dass sie nämlich einen Job haben, der das ortsunabhängige Arbeiten ermöglicht, auch dann nicht auswandern können. Ich habe hier schon mal ein Video gemacht, wo ich Mandanten vorgestellt habe, die sozusagen hier von 0 auf 100 es selbst geschafft haben. In dem damaligen Video ging es um Trading. Auch das ist tatsächlich realistisch. Vielfach dann natürlich um Fremdkapitaltrading, aber das ist eine andere Geschichte. Diesmal soll es nicht um Trading gehen, denn ich weiß auch, dass Trading natürlich nicht jedermanns Sache ist. Also ich möchte dir heute einen Prozess vorstellen, einen Weg vorstellen, wie du es schaffen kannst, auszuwandern, dann ortsunabhängig im Ausland zu arbeiten und dir gleichzeitig hier ein finanzielles Fundament aufbauen zu können, mit dem du vielleicht irgendwann sogar von deinem eigenen Vermögen leben kannst. Und das alles komplett kostenlos. Ich verkaufe in diesem Video nichts. Ich gebe dir die Info, zumindest gebe ich dir die Info rudimentär. Ich habe selbst einige Mandanten kennengelernt, die dieses Konzept so umgesetzt haben. Wie gesagt, Konzept möchte ich es gar nicht nennen. Es ist einfach nur die Beschreibung eines Ablaufes, eines Prozesses. Und ich hoffe, du kannst dir diesen dann zu eigen machen und kannst ihn selbst für dich umsetzen, wenn es auch dich reizt, ins Ausland umzuziehen. Also, der erste Schritt, was musst du als erstes machen? Spare 15.000 Euro. Ich weiß, für viele scheint das ein unwahrscheinlich hoher Betrag zu sein, aber das ist leider notwendig, das musst du schaffen. Du musst also, wenn du jetzt in einem Job arbeitest, versuchen, hier jeden Cent zur Seite zu legen, möglicherweise auch dein Hab und Gut zu verkaufen, dein Auto zu verkaufen, vielleicht noch nicht jetzt, aber kurz bevor du dann gehst, natürlich deine Plattensammlung, wenn du eine solche hast. Vielleicht kann dir auch der ein oder andere Verwandte Geld schenken, aber das ist notwendig. Du brauchst diese 15.000 Euro Startkapital, damit du hier loslegen kannst. Also das musst du irgendwie schaffen zu erarbeiten. Da kann ich dir auch nicht dabei helfen. Da ist deine eigene Kreativität hier dafür notwendig. Ich habe schon gesagt, verkauf deine Sachen. Vielleicht kann dir ein Verwandter etwas schenken, aber hier bitte kein Geld leihen. Also darum geht's hier nicht. Es geht hier nicht ums auf Pump leben, sondern es geht darum, hier deinen eigenen Erfolg aufzubauen und nicht irgendwelche Schulden hier über sich schweben zu lassen. Ich weiß nicht, ob Überstunden bei dir zum Beispiel eine Möglichkeit sind oder ob du einen weiteren Job annehmen kannst. Also, du verstehst, was ich meine. Du musst irgendwie versuchen, auf diese 15.000 Euro zu kommen. So. Wenn du das gemacht hast, du hast deine Sachen verkauft, du kannst deinen Wohnsitz aufgeben, dann gehst du ins Ausland und zwar in ein Land, am besten in der EU, wo du mit weniger als 2.000 Euro pro Monat leben kannst. Es muss natürlich nicht EU sein. Ja, es kann auch ein Land in Asien sein oder in Südamerika sein, aber dann sind möglicherweise die Reisekosten wieder ziemlich hoch und du brauchst ein Visum, einen Aufenthaltstitel und so weiter und so fort. Das alles brauchst du in der EU nicht. Deswegen sage ich, dass die EU hier dein erstes Ziel wahrscheinlich sein sollte. Völlig egal, ob die Steuern hoch sind oder nicht, du wirst gleich verstehen, warum. Welche Länder bieten sich hier zum Beispiel an?
Portugal zum Beispiel, außerhalb von Lissabon oder auch Spanien. Nicht natürlich Madrid, nicht Barcelona, aber Spanien ist ein großes Land. Dort wirst du sicherlich Gebiete finden, wo du für wenige 100 €, vielleicht 500 € eine Wohnung mieten kannst und dann hier leben kannst. Griechenland, Kroatien, Bulgarien, aber auch Rumänien und Ungarn, all das sind Optionen, wo du für wenig Geld, wo du für 2.000 € im Monat leben kannst. Als nächstes rate ich dir, dass du einen Kurs buchst bzw. ein Coaching, wo du lernst zu verkaufen. Und zwar hochpreisige Produkte und Dienstleistungen. Es gibt solche Kurse, ich habe sie gesehen, kosten ca. 3.000 €. Ich möchte es hier gar nicht mehr empfehlen, weil dann sieht es wieder so aus, als wollte ich hier einen bestimmten Anbieter pushen. Schau, dass du einen Kurs bekommst, wo du verkaufen lernst. Warum verkaufen? Verkäufer werden immer gebraucht, egal wie es läuft. Und wenn du richtig verkaufen kannst, dann hast du hier den größten Return on Investment. Du kannst hier, wenn du verkaufen kannst, innerhalb von wenigen Jahren, besonders wenn du hier High-Ticket-Sales machst, ja, also das heißt hochpreisige Produkte, locker 10.000 € im Monat Provision verdienen und das online und komplett remote. Ja, also besorg dir einen Kurs, besorg dir ein Coaching, wo du verkaufen lernst. So, jetzt lebst du also in einem günstigen EU-Land. Du hast genug gespart, um ein halbes Jahr zu leben. Und in diesem halben Jahr konzentriere dich darauf, schau nicht rechts oder links, konzentriere dich darauf, verkaufen zu lernen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Jeden Tag 12 Stunden, 7 Tage die Woche. Befolge, was du in dem Coaching lernst, mach deine eigenen Versuche, konzentriere dich voll darauf, verkaufen zu lernen. In diesen 6 Monaten nichts anderes zu machen, keine Zeit vergeuden, lass dich nicht aus dem Konzept bringen, lass dich nicht ablenken, konzentriere dich volle Kanne darauf, verkaufen zu lernen. Entwickle eine Routine, lerne vielleicht zu schreiben, lerne die Tools zu verwenden, die du verwenden musst, vielleicht KI-Tools oder sonst irgendwas. Schau darauf, dass du ein guter Verkäufer wirst. So, parallel, während du verkaufen lernst, machst du dich auf die Suche nach einem Remote Sales Job, wo du also von Portugal, von Spanien aus Verkauf machen kannst, remote. Ich rate dir auf Deutsch, ja. Also suche deutsche Anbieter, suche solche Anbieter, die solche Hochpreisprodukte verkaufen oder Dienstleistungen. Viele von ihnen suchen Verkäufer und suche hier einen Job, wo du mindestens 2.000 € im Monat verdienst, ja. Jetzt hast du also 6 Monate dafür Zeit. 6 Monate Zeit dafür, ein guter Verkäufer zu werden und gleichzeitig hier einen richtigen Job zu suchen. Ich halte das für absolut realistisch. Und das beste Training natürlich, um ein Verkäufer zu werden, ist natürlich tatsächlich im Verkauf zu arbeiten. Aber wie gesagt, das wird eine gewisse Zeit brauchen. Du musst vielleicht mehrere Anläufe nehmen, du musst vielleicht bei mehreren Unternehmen beginnen. Deswegen brauchst du eben das Startkapital, dass du hier diese Zeit hast. Aber nach 6 Monaten solltest du in der Lage sein, 2.000 € im Monat im Verkauf zu verdienen. So, und dann hast du es im Grunde genommen geschafft, ja, dann wird dein Erspartes hier zu Ende gehen, aber du kannst dann im Grunde ortsunabhängig von diesem Zeitpunkt aus arbeiten. Jetzt bist du vielleicht in Spanien, du kannst dann nach Portugal gehen, du kannst ja dann dort ohne weiteres einfach ein Einzelunternehmen gründen, du wirst ja nicht hohe Steuern bezahlen müssen, wenn du erst am Anfang bist, ja, aber du kannst in jedes dieser Länder gehen, du könntest auch gleich nach Paraguay gehen, du könntest nach Thailand gehen. Dann ist die Zeitzone sicherlich wieder eine Herausforderung. Aber wenn du es einmal geschafft hast, in einer solchen Remote-Funktion hier Geld zu verdienen, so viel, dass du dich über Wasser halten kannst, dann bist du im Grunde genommen ortsunabhängig, dann hast du es im Grunde geschafft, dann bist du im Ausland. Und es gibt ja viele Länder, gerade in Lateinamerika oder Asien, wo man mit 2.000 € im Monat hier ziemlich gut leben kann. Ja? Also das sollte eigentlich für dich absolut machbar sein. So, und wenn du das einmal geschafft hast, dann setzt dir gleich die nächsten anspruchsvolle Ziele. Dann nicht mehr 2.000 € im Monat, sondern 10.000. Auch das ist machbar über deine Verkaufskenntnisse. Wenn du weißt, wie man verkauft und du bist in dem Bereich tätig und eben hochpreisige Produkte verkauft, das können zum Beispiel Coachings sein, die du verkaufst, das können Kurse sein, das können Dienstleistungen sein, Firmengründungspakete, was auch immer. Da gibt's ja relativ viel, gerade wenn du in dieser Internetbranche tätig bist. Aber natürlich gibt es auch solche Verkaufsrollen in ganz traditionellen Unternehmen, ja, die in dem Hochpreissegment tätig sind. Schau, dass du etwas findest, was Zukunft hat, wo du dich hier rein verbeißen kannst und dann wirst du sehen, dass du in relativ kurzer Zeit möglicherweise schon bei 10.000 im Monat bist. Also, was meine ich mit relativ kurzer Zeit? Möglicherweise wird es 2 Jahre brauchen, ja. Also du fängst an mit 2.000 € im Monat, dann wirst du immer besser als Verkäufer. Und auch hier, also ich muss dir wirklich sagen, die banale Antwort ist die, du musst extrem viel Zeit investieren. 12 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Ja, es klingt brutal, es klingt hart,
Aber von nichts kommt nichts. So ist es einfach, ja. Also vergiss hier irgendwie 4-Tage-Woche oder sowas. Knie dich richtig rein, werde zum besten Verkäufer in deinem Unternehmen, in deiner Branche. Und wenn du dann bei 10.000 Euro im Monat bist, die du verdienst, dann kannst du schon wirklich damit anfangen, Vermögen aufzubauen. Du hast ja dann immer noch einen Job, wo du hier jeden Tag arbeiten musst, wo du immer noch für jemand anders arbeitest, vielleicht zu viel besseren Konditionen als davor. Vielleicht lebst du dann auch in einem Land, wo es dir wirklich gefällt, du zahlst kaum Steuern, du bist im Ausland, es ist schön, du hast ein erfülltes Leben. Aber am Ende des Tages bist du immer noch eine Wage Slave, wie man so schön auf Englisch sagt, ja. Also wirkliche Freiheit ist das immer noch nicht. Aber wenn du mal 10.000 Euro im Monat hast, dann hast du die Möglichkeit, dann so viel Geld zur Seite zu legen, dass du ein Unternehmen aufbauen kannst, dass du vielleicht deine eigene Produktlinie hast oder einfach auch, dass du am Kapitalmarkt investieren kannst, in Krypto, Aktien etc. pp. Also dann hast du schon viel eher eine Perspektive, um hier dann irgendwann wirklich in Freiheit leben zu können. Aber es ist natürlich das ultimative Ziel hier, nicht jeden Tag hier die 12 Stunden arbeiten zu müssen. Das ist mir völlig klar. Aber unter der Annahme, dass du vielleicht noch jung bist, musst du eben hier ein paar Jahre jetzt mal richtig rangehen, wenn du dieses Ziel erreichen willst. Jetzt sagst du mir vielleicht, aber Sebastian, ich bin absolut kein Verkäufer, ich hasse Verkaufen. Ja, das mag sein. Also erstmal natürlich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, es gibt verschiedene Wege zum Ziel. Vielleicht ist dein Weg eher übers Trading, aber sicherlich ist Verkaufen etwas, was man lernen kann. Und tatsächlich wirst du feststellen, dass Verkauf gerade bei hochpreisigen Produkten nicht mal unbedingt jetzt hier aggressives Verkaufen ist, sondern vielfach einfach Beratung. Also selbst wenn du eigentlich nicht der typische Verkäufer bist, so wie du Verkäufer siehst jedenfalls, also selbst wenn du nicht jemand bist, der jetzt sagt, naja, ich will jetzt hier eigentlich niemandem was aufschwatzen, selbst wenn das gegen den Strich geht, ja, dann wirst du feststellen, dass im hochpreisigen Segment es eigentlich vielfach um Beratung geht, auch um ehrliche Beratung, auch um dem Kunden zu sagen, dieses Produkt ist jetzt vielleicht nichts für Sie, aber vielleicht ist jenes gut. Also du musst hier gar nicht deine Seele verkaufen, ist das, was ich sagen will. Ja, du musst hier gar nichts tun, wo du hier innere Widerstände hast oder so. Ja, ich kenne viele Verkäufer, die eigentlich introvertiert sind. Die würden sich auch nie so ohne weiteres als Verkäufer bezeichnen, wie man sich jetzt einen Verkäufer so vorstellt. Naja, ich sage mal einen Gebrauchtwagenhändler oder sowas. Sondern die verstehen sich als Consultants, als Berater. Ich glaube ganz klar, dass Verkaufen etwas ist, was man lernen kann. Sicherlich gibt es Leute hier, die geborenen Verkäufer, die kennt ja jeder, aber die können selbst oftmals gar nicht sagen, warum sie eigentlich so gute Verkäufer sind. Das heißt, die haben eigentlich auch oftmals selbst ein Problem zu wachsen, weil sie gar nicht genau analysieren können, was jetzt ihren Erfolg ausmacht. Wenn du hier systematisch rangehst, wenn du dich coachen lässt, wie man verkauft, dann wirst du genau lernen, wie du mit deinen Schwächen umgehen kannst. Vielleicht bist du schüchtern, aber dann wirst du lernen, wie du genau diese Schüchternheit überwinden kannst. Und ich kann dir eins sagen, Erfolg ist natürlich ein wahnsinniger Boost für dein Selbstbewusstsein. Also du magst jetzt vielleicht schüchtern sein, aber wenn du mal ein paar solcher Hochpreisprodukte verkauft hast, ja, oder Hochpreis-Service-Pakete, dann ist das Ganze vielleicht schon anders und du fühlst dich dann in diesem Metier zu Hause, in deinem Fachgebiet und wirst dann hier hervorragend verkaufen können. Siehst du, jetzt werde ich schon hier zum Verkäufer und drehe dir hier meinen Prozess an. Aber wie gesagt, den musst du ja nichts kaufen, der ist völlig kostenlos. Also ich kenne Mandanten, die waren mit diesem Prozess hier sehr erfolgreich. Das ist ehrlich gesagt auch gar nicht mein Prozess, ja nicht meine Erfindung. Ich habe das nur abgeschaut bei Leuten, die das gemacht haben und ich persönlich fand das sehr beeindruckend und dachte deshalb, dass ich es hier am besten mit dir teilen muss. Aber vielleicht hast du einen komplett anderen Vorschlag, vielleicht hast du einen komplett anderen Weg gefunden, wie du letztlich auch ohne einen guten Job, ohne Vermögen, ohne hohes Einkommen, ohne viel gespart zu haben, deinen Traum vom Leben im Ausland realisieren kannst. Würde mich sehr interessieren. Und natürlich interessiert mich auch, was du hier denkst zu meinem Prozess und ob dieser für dich funktioniert. Und wenn du noch irgendwelche anderen Vorschläge hast, die du hier mit der Community teilen möchtest, dann bist du natürlich sehr willkommen. Wenn du jemand bist, der so etwas umgesetzt hat für sich, wenn du einen solchen Weg gegangen bist, einen solchen oder einen ähnlichen, dann würde ich mich sehr freuen, dich kennenzulernen und mit dir vielleicht mal hier ein Gespräch auf diesem Kanal zu führen, wo ich dich dann interviewen werde, wo du hier deine Erfahrungen erzählst und hier dann für andere beschreiben kannst, wie du es genau gemacht hast. Also, wenn du dich hier siehst in diesem Video, wenn du es geschafft hast, hier frei zu werden, unabhängig zu werden im Ausland, ohne hier ein großes Vermögen geerbt oder gespart zu haben, dann bitte ich dich, kontaktiere uns. Alle Kontaktdetails auf perspektiveausland.com. Allen anderen wünsche ich viel Erfolg und wenn du es dann geschafft hast und so viel Geld hast, dass du jetzt wirklich dann ernsthaft mit der Steueroptimierung beginnen kannst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei solchen Themen zu begleiten.
Vermögensaufbau im Ausland, Steueroptimierung im Ausland. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.